unsere Reise ging weiter. Wir wollten in Richtung Granada fahren und unterwegs noch so ein paar Sachen sehen, vor allem zwei Dinge. Geradix, so eine Stadt mit Höhlenwohnungen, also Wohnungen, die in Höhlen reingebaut wurden. Und ein Canyon wollten wir noch sehen. Und wir haben eine wunderschöne Sternreisenacht hier oben an der Sternwarte verbracht und fahren jetzt noch mal ein bisschen weiter runter Richtung Granada. Für heute steht, ich weiß noch gar nicht, was genau auf dem Plan steht. Wir wollen uns noch so ein paar Felshäuser anschauen und dann mal schauen, wie die Gegend so sein wird. Aber wir schauen, dass wir vielleicht heute schon nach Granada kommen, wenn sonst morgen, um uns die Alhambra mal anzuschauen. Das ist nochmal so eine klassische, ist bestimmt eine Einbahnstraße, bis dir irgendwann ein Auto entgegenkommt, Straße. Oh ja. So, Achtung, anschnallen! Schub! Katastrophe! wir kamen in diese Höhlenwohnungsstadt und die Straßen nochmal katastrophal, richtig, richtig eng, aber wir haben dann irgendwo parken können, bisschen rumgelaufen. Es war auch lustig, war cool, war ein bisschen absurd. Ich erinnere mich noch so, waren so kleine Hügel und du läufst über die Hügel drüber und auf einmal kommt da so ein Schornstein raus neben dir und so, ach krass, ich bin gerade auf einem Häuserdach unterwegs. Ich laufe quasi gerade auf Häuserdächern rum auch. Ich gehe mal davon aus, das sind Belüftungssysteme. Ja, und dann wollten wir weiter zu diesem Canyon und sind dann so abgefahren von der Autobahn und ich direkt so, nope. Offroad haben wir schon gemacht, muss nicht nochmal sein. Das war so, okay, das ist mir ein bisschen zu heiß, ich will mich wirklich nirgendwo festfahren. Und so sind wir dann statt zu diesem Canyon eine andere Bergstraße Richtung Granada gefahren. Ich will die Scheibe auch wieder mal putzen. Sehr gut. Das hat jetzt nicht geholfen. Auch das, also der ganze Teil hier war wirklich sehr, sehr beeindruckend, naturmäßig. Wir haben schöne Seen gesehen. Wow, Wortspiel. Wir haben an einem Fluss noch mal eine Runde gebadet. Und kamen dann an einem denkbar angenehmen, kühlen, schönen Ort, Nähe Granada, mit einem tollen Ausblick an. Und haben dann dort die Nacht mit SpongeBob ausklingen lassen. So, wir sind angekommen. Der Tag neigt sich langsam dem Ende. Es war ultra heiß heute gewesen, hier in der Ecke, wo wir gerade sind, hat es 35, 36 Grad tagsüber. Wir waren an diesen Steinhöhlen, haben da ein bisschen was gesehen, waren mal noch eine Runde einkaufen, wollten dann zum Canyon, hab dann aber, als wir die Straße gesehen haben, entschieden so, nee, tun wir nicht. Sind stattdessen dann noch ein bisschen an einem See entlang gefahren, einfach ein bisschen durch die Berge, ein bisschen Klimaanlage genossen und an ein paar schönen Orten gehalten. Und jetzt sind wir hier an einem, irgendwo Platz im Nirgendwo zu übernachten angekommen mit einem herrlichen Blick. Ich zeige euch das mal. Ja. So sieht's aus. Sind früh ins Bett, weil wir morgens sehr früh aufstehen mussten, um die Alhambra in Granada zu sehen. Wir wollten möglichst früh da sein, damit wir möglichst wenig Menschen dort haben. Und das haben wir fast geschafft. Es waren wenig Menschen, es waren dennoch viele Menschen. Aber gut, die Alhambra ist der schönsten Paläste, die es wohl gibt auf dieser Welt. Ich soll ganz ehrlich sagen, dass ich es geliebt habe. Also ich war sehr, sehr, sehr begeistert. Bin eigentlich kein so Fan von diesen Innenstädten, Palästen, Kirchen, für die man nicht wenig Eintritt zahlt. Aber das war tatsächlich eine Sache, wo ich sagen muss, wow, ja. Mit ein paar weniger Leuten wäre es vielleicht noch ein Ticken schöner gewesen. Aber ich meine, wer bin ich, um zu urteilen? Vielleicht stehst du selbst dort. Heute Morgen 3 Stunden in der Alhambra verbracht haben, was wunderschön war übrigens. Sind wir wieder am Meer. Wir haben einen kleinen Campingplatz angefahren, um mal wieder duschen zu können. Und hinten
sieht man das Meer. Wir werden gleich mal runtergehen und eine Runde reinspringen, was definitiv gut tun wird nach den letzten 2 Tagen, an denen es 36, 37 Grad tagsüber hatte. Nun ja, jetzt geht's weiter an der Küste entlang, runter Richtung Portugal langsam und ja. Übrigens, das Einparken klappt mittlerweile immer besser. Manchmal habe ich so Momente wie in Malaga, sind wir nach Granada hingefahren und ich park so rückwärts ein auf einer Straße und es ist geil, es passt perfekt und ich denke mir so, wow, ich hab's drauf. Zum ersten Mal nach 15 Tagen geschafft, gut irgendwo einzuparken. Schön rückwärts in der Innenstadt. 1A. Um dann 3, 4 Tage später irgendwie am Lidl, völlig leere Parkbucht einzuparken und gefühlt 3 Parkplätze zu parken und dann denke ich, scheiße, okay, ich kann es doch noch nicht so gut. Ich habe aber mittlerweile so einen kleinen Trick rausgefunden, es macht mehr Sinn, mit den Seitenspiegel zu fahren, als mit der Rückfahrkamera beim rückwärts einparken. So, wir nutzen die Zeit hier am Campingplatz gerade mal noch, um unsere Sachen einmal durchzuwaschen und zu trocknen, Bettlaken etc. Und dann geht's gleich weiter. Heute wird für mich, denke ich, ein denkbar unereignisreicher Tag. Wir fahren nach Malaga. Lisa wird sich die Stadt ein bisschen anschauen und ich werde heute mal den ersten kompletten Homeoffice-Tag machen. Hoffentlich mit schöner Aussicht aufs Meer, bevor es dann heute Abend nochmal weiter nach Westen geht von Malaga aus, wo wir nochmal einen Strand anfahren und dann dort noch ein bisschen baden gehen, bevor es weitergeht. In 150 meters, merge onto A7. Er lässt uns wieder zurück. Ja, in Malaga gab es so eine ganz interessante Situation. Also erstmal war Lisa war schon mal da gewesen, wollte unbedingt noch mal hin, wollte die Papageien sehen und das haben wir getan. Kleine Papageien, nicht die großen. Und wir hatten eine interessante Situation, denn wir haben im Hintergrund am Hafen von Malaga ein Schiff von TUI, ein Schiff der Mein Schiff-Flotte, Zungenbrecher, gesehen. Wie Mein Schiff 2. Das war ganz ulkig. Genau dort habe ich und Lisa mich auch kennengelernt, als ich dort mal gekellnert habe für ein halbes Jahr und sie gemalt hat. Also das war lustig. Wir haben eine Freundin gehabt, sogar eine gemeinsame, die gerade auf diesem Schiff war. Er hat mir geschrieben, aber sie durfte nicht raus, weil sie einen Notfalldienst hatte in der Kinderbetreuung. Also ja, das hätte fast geklappt. Dann hätten wir theoretisch sogar noch mal kurz aufs Schiff können, aber ist nicht zustande gekommen. So, heute mal Homeoffice, direkt in einer normalen Parklücke. Aber zumindest kann ich hinten so ein bisschen das Meer sehen. Beziehungsweise erahnen. Ich glaube, ich habe unseren Wassertank ein klein bisschen zu voll gemacht. Wir haben auf jeden Fall gerade Wasser raus. Ging es viel über kleine Autobahnen, auch in Spanien, wegen der mautfreien Autobahn. Und hatten da, was ganz interessant war, diese Schilder, über die wir uns sehr amüsiert haben, die so ein bisschen variiert haben, aber die immer ulkig waren. Kein Rasenmähertraktoren auf die Autobahn. Verbotsschilder, dass keine Kutschen, später gab es welche mit so Schiebewägelchen, dass man keine Schiebewägelchen auf die Autobahn raufbringen darf, was ich immer ganz interessant finde. Und du denkst, okay, das müssten ja einige Leute gemacht haben, sonst gäbe es diese Verbotsschilder nicht. Schönen guten Morgen. Wir sind gestern Abend nochmal dank Google an einem echt schönen Ort gelandet, an dem wir wahrscheinlich normalerweise nicht hingehören. Es ist, glaube ich, eine sehr wohlhabende Ecke hier. Da war es ein Restaurant neben dran, an dessen Parkplatz wir geparkt haben. Und wir haben uns kaputt gelacht gestern, weil fast nur Sportwagen kamen. Aber ging alles. Der Parkwächter war nett. Wir durften dort stehen die Nacht. Haben noch einem anderen Autofahrer geholfen, einzuparken neben unserem Camper. Er hat mir dann ein Bier geschenkt. Wir wurden gefragt sogar gestern mal, was unser Camper kostet hier auf dem Parkplatz. Das war interessant, aber ihr seht's, das ist wunderschön hier. Wir sind heute Morgen wieder ein bisschen früher aufgestanden, machen uns gleich auf den Weg, denn wir haben heute viel auf dem Plan stehen. Wir wollen ins Schlumpfdorf. Es gibt hier wohl ein Dorf in den Bergen, nochmal ein bisschen Bergtest, in dem alle Häuser blau sind. Und ich meine sogar, dass da ein paar Schlümpfe rumstehen. Schauen wir uns mal an. Dann wollen wir weiter nach Gibraltar. Lisa möchte nochmal die süßen Affen dort am Berg sehen. Und dann werden wir uns wohl einen Ort zum Übernachten suchen, am Meer nochmal. Ich habe mir noch 1, 2 wunderschöne Strände markiert, bevor es dann nach Portugal geht. Dort auch hoffentlich nochmal ein bisschen Homeoffice machen. Und ja,
das ist die Lage bei uns. Tag 16. Immer noch ein bisschen müde morgens, aber ansonsten denkbar frisch. So frisch wie das Wasser hier. Ich dachte, im Süden wird das Wasser wärmer. Wurde es nicht. Von Malaga ging es dann noch mal so ein bisschen in die Berge. Ich bin jetzt seit 5 Minuten. Seit 5 Minuten können wir nicht ziehen. Da kommen auch so viele. Du bist echt in der Phase. One hour later. Let's go. Wir hatten nämlich irgendwo, ich weiß gar nicht mal, wer das gesehen hatte, davon gelesen, dass es ein Schlumpfendorf gibt in Spanien. Ein Schlumpfendorf, diese blauen Schlümpfe. Und ja, wie kann man sich das vorstellen? Ein Dorf, wo das Haus blau gestrichen ist und überall irgendwas mit Schlümpfen war. Frag mich nicht wieso, wir sind da hingefahren. Es war absurd, das war, ihr seht's ja auf den Bildern, ja, so scheiß mal auf Santorini in Griechenland. Hier gibt's auch blaue Gebäude und es ist wesentlich günstiger. Weil die Tatsache, dass wir wenig Geld ausgegeben haben, vor allem daran gelegen hat, dass gefühlt alles zu war. So wie ausgestorben, obwohl es ein Montag, Dienstag war, so nicht irgendwie ein Wochenende. Aber hey, vielleicht war es ein stumpfen Feiertag. Ich habe keine Ahnung. Das war eine herrlich absurde Erfahrung, dennoch durch dieses blaue Dorf zu gehen. Der nächste Stop war dann wieder an der Küste. Wir kamen Portugal immer näher. Gibraltar, das wollten wir sehen. Auch dort war Lisa schon mal gewesen, wollten mir die Affen am Affenberg zeigen und kamen dort an. Gibraltar wirklich so. Ich war damals im Schiff auch tatsächlich dort gewesen am Hafen, aber war krank, durfte nicht raus. Und deshalb war das ganz schön, das dann jetzt im Nachgang mit dem Camper zu sehen und wow, dieser Stein, der da raushängt, ist schon massiv gewesen. Und Affen, schön und gut, ne? Lustige Tierchen kannte ich schon. Was ich viel interessanter fand dort an diesem Berg, war dieser massive Ausblick, den du hattest. Sehen wir unser Auto da hinten irgendwo? Das ist der. Ja, das ist das Auto. Da in der Mitte. Der große. Der Zugang zu Gibraltar, scheinbar sehr schmal ist. Laufen wir halt beim Flughafen. Immer wenn jemand ein Flugzeug kommt oder startet, wo Schranken runter, dann ist hier gesperrt, aber wenn kein Flugzeug am Start ist, können wir rüberlaufen, rüberfahren. Es gab nur eine kleine Grotte, die wir besichtigt haben. Und was ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, war, dass Gibraltar zu England gehört, dass das gar kein Spanien mehr ist. Ich so, scheiße, ich habe meinen Reisepass noch nicht mehr dabei. Aber ging auch mit meinem Personalausweis. Lisa übrigens, ganz lustig, Alhambra in Granada. Da mussten wir auch einen Ausweis zeigen. Und Lisa kam mit ihrem Segelschein rein in diesen Palast. Ja, deutsche Ausweise funktionieren einfach immer. So, vermutlich letzter Tag in Spanien. Noch einmal Homeoffice am spanischen Strand. Wir werden jetzt gleich mal weiterdüsen, anfahren und dann als letzte Stadt in Spanien nach Cadiz gehen. Uns das ein bisschen anschauen und vermutlich dann heute Abend zum ersten Mal in Portugal stehen. Von Gibraltar ging es dann zur letzten Stadt, die wir sehen wollten, vor Portugal, Cadiz. Eine schnucklige kleine Stadt. Wir sind ein bisschen durchgelaufen. Sieht schön aus. Dann auch noch mal zum Strand und haben Spanien gemütlich ausklingen lassen an einem Ort, an dem ganz viele Camper standen. Letzter Abend in Spanien, ganz allein hier am Parken, den ganzen Parkplatz quasi für uns. Wahnsinn, es sind so viele Camper hier überall. Aber es ist ein extrem schöner Strand.
Wir das auch noch einmal genießen und dann geht's morgen früh, in aller Frühe nach Portugal. Ich schätze mal, da wird es noch viele weitere Strände geben. Also an der Küste nachher in Spanien unten, es wird immer einfacher, irgendwo wild zu stehen. Es gab auch teilweise wunderschöne Orte, wo du das tun konntest. Aber natürlich, gerade mit diesen Apps, von denen ich in der Folge 1 mal berichtet habe, das führt natürlich dazu, dass sehr viele andere Camper auch dort stehen. Das ist nichts, was ich irgendwie schlimm finde. Ich bin ja Teil des Problems, wenn ich dort stehe. Aber ja, klar, diese wilden Ecken, sicherlich findest du die noch irgendwo. Meistens sieht das dann aber eher aus wie hier, wo sich Camper an Camper reiht. Paradies hier am Strand. Dennoch ein denkbar schöner letzter Abend. Wir haben eine Sache getan, auf die wir uns lange gefreut haben. Das The Boys Staffelfinale, das meiner Meinung nach auch nicht enttäuscht hat. Wir hatten beide Spaß und haben Nachos, Tortillas dabei gegessen, uns noch einmal gegönnt und sind dann am nächsten Morgen Richtung Portugal gefahren. Über die Grenze, ihr kennt die europäischen Grenzen. Es war wenig spektakulär, es war so ein Portugal-Schild. Aber hey, wir sind da. Und in der nächsten Folge wird's dann nach Portugal gehen. Wir sind ja mittlerweile schon angekommen. Ich kann euch auf jeden Fall versprechen, dass es wunderschön wird, dass ihr tolle Landschaften, tolle Meere zu sehen bekommt. Es wird auch in die Weinberge gehen. Es wird ein paar Städte-Videos. Was passiert mit meinem Handy hier? Das ist irgendwie gerade angezoomt. Es wird Städte zu sehen geben und ich will im nächsten Video mal ein bisschen noch über das autarke Stehen, was wir seit 4 Wochen hier tun. Wir haben noch nicht einmal am Strom angeschlossen, reden, wie das mit mit der Batterie funktioniert, wie lange wir damit Dinge tun können. Und dann auch so langsam ein kleines Resümee ziehen, denn Stand jetzt fahren wir in 6 Tagen Richtung Deutschland nach Hause.